Mein Gegenstand ist Handy, weil ich kann mit meinem Freund, auch meiner Familie sprechen wegen Handy. Wenn ich Informationen brauche, kann ich auch bekommen von Handy. Für GPS, wenn ich irgendwo gehen möchte, aber kann ich nicht, kann ich auch mit dem Handy suchen, kann ich auch GPS benutzen. Wenn ich Handy hatte, kann ich auch WhatsApp benutzen, dann können wir auch sprechen, auch schreiben, auch Videocall machen. Ja, ja. Okay. Und deswegen Ja, ja. ist das so wichtig. Mein Gegenstand ist die Glas. Metallbecher. Ja, mit dem Boot. Dann ich habe in die Mitte im Wasser gewesen, weil ich mit Boot ist Benzin ist fertig. Dann langsam die Wasser ist gekommen in dem Boot. Dann ich habe mit diesem Metallglas das die Wasser ist rausbringt. Ich habe so 11 Stunden ungefähr auf dem Wasser gewesen. Damals, als ich am Hauptbahnhof geholfen habe, den Flüchtlingen, die aus Syrien gekommen sind, sie haben mir erzählt, wie lange Strecken sie gegangen sind. Und sie hatten immer kaputte Schuhe an. Da habe ich gesehen und sie haben mir gesagt, sie bräuchten neue Schuhe, weil ihre Füße haben sehr wehgetan, ist immer Wasser reingekommen. Deswegen ist halt die Schuhe sind mir hängen geblieben, weil jeder hatte kaputte Schuhe, ohne Ausnahme. Ich habe immer drauf geschaut, jeder hatte kaputte Schuhe, sogar kleine Kinder und Frauen hatten kaputte Schuhe. Was bedeutet halt, die sind sehr lange Strecken gegangen, weil Schuhe gehen nicht so leicht kaputt. Ja. Die Schuhe sind so kaputt wie die Gesellschaft, von der sie geflüchtet sind. Als wir in den Grenzen zwischen Serbien und Ungarn gekommen sind, dann der Schlepper hat uns gesagt, dass wir sind in 2 Stunden in Ungarn angekommen. Deswegen wir haben alle diese Schlafsäcke weggeschmissen, weil wir dachten, das brauchen wir das nicht mehr. Und dann wir sind 2 Stunden weitergegangen. Plötzlich weiter mit Polizei getroffen und wieder zurückgeflochten. Wir bleiben dort eine Nacht, also übernachten wir in Bild. Und das war eine sehr schlechte oder dumme Entscheidung von uns. Sollten wir das mitnehmen, weil das ist nicht so schwer und auch nicht so groß. Wir haben uns gedacht, dass okay, wenn wir in 2 Stunden in Ungarn sind, dann brauchen wir das nicht. Okay. Weil das haben wir geglaubt. In Flucht, Wasser, Essen und Schlafsäcke ist sehr wichtig. Ich habe ein Zelt gezeichnet, weil als wir in Griechenland angekommen sind, dort waren viele Leute in 2015. Und es gibt keinen Platz für die neuen Leute, die neu gekommen sind. Wir mussten im Wald oder auf dem Berg schlafen. Deswegen wir haben für uns ein Zelt gekauft für 22 €. Also für uns das war damals teuer. Ich habe mir die Latex-Handschuhe ausgesucht. Als die Handschuhe so eine Distanz schaffen zwischen der Hand und dem, was man mit der Hand berührt. Und das halt ein Aspekt ist, den ich in der Flüchtlingsarbeit halt selber oft sehe. In den meisten Fällen zieht es die tragende Person an, um sich selber zu schützen. Sagt ja gar nicht unbedingt, dass der Mensch ist krank, aber es heißt einfach nur, der könnte krank sein und ich muss mich schützen.